weil die Erde hat sich für was anderes entschieden und darum ist es gar nicht möglich, dass die damit komplett durchkommen. Die einzige Frage ist halt, was muss passieren, damit die nicht damit durchkommen. Und hier noch eine Frage, die wahrscheinlich sehr, sehr viele beschäftigt. Nämlich kann es sein, dass die Menschheit, wenn sie nicht rechtzeitig aufwacht, irgendwann einen kritischen Punkt überschreitet, von dem es kein Zurück mehr geben wird? Besteht die Gefahr, dass die unlichten Pläne der totalen Kontrolle über die Menschheit durch eine übermächtige künstliche Intelligenz letzten Endes doch erfolgreich sein werden? Also, es kommt immer auf die Zeitlinie drauf an, wo man gerade drauf ist, also wo die Menschheit ist. Und je nachdem ist die Zukunft anders. Aber egal, auf welcher man jetzt wäre, soweit ich weiß, gibt es keine, wo die Pläne komplett Funktionieren. Also ja, diese Pläne. Genau. Und dann die Welt einfach so ist. Weil die Erde hat sich für was anderes entschieden und darum ist es gar nicht möglich, dass die damit komplett durchkommen. Die einzige Frage ist halt, was muss passieren, damit die nicht damit durchkommen. Und das hängt ja vom Bewusstsein von der Menschheit auch ab. Und es gibt ja Zeitlinien, die sind aus meiner Sicht nicht aktuell, aber die hat es ja gegeben, dass einfach die ganze Menschheit ausgelöscht wird und dann komplett ein Neuanfang dann passiert, weil es auf der Zeitlinie die einzige Möglichkeit war, das alles wieder zu bereinigen. Und es gibt andere Zeitlinien, wo das eben nicht passiert und der Übergang viel friedlicher ist. Ja, Christina, eines deiner Bücher heißt, am Ende ist alles gut. Und viele haben sich ja gefragt, was macht dich denn so sicher, dass das so ist? Und wir sind heute ja auch zusammengekommen. Der Titel der Ausschreibung hieß ja auch, die Liebe, der Sieg der Liebe ist unaufhaltsam. Und Christina, du bist als Botschafterin der Liebe hier. Und du trägst dieses Wissen in dir und zu den Menschen. Und was du eben gesagt hast, dass es gar keine Zeitlinie gibt, auf der die Möglichkeit besteht, dass diese Pläne letzten Endes bis zum Ende durchkommen, finde ich eine sehr, sehr, sehr wunderbare, hoffnungsvolle Botschaft. Vielleicht hat es früher so Zeitlinien gegeben, das kann schon sein, aber aktuell aus meiner Sicht gibt es die nicht mehr. Und wie der Übergang, also wie friedlich dieser Übergang ist, der hat ja eben auch mit den Menschen zu tun. Und es gibt ja schon so Weltuntergangszeitlinien. Für mich fühlt sich das nicht an, als wäre das irgendwie aktuell und wir wären auf so einer drauf. Aber theoretisch gibt es die. Und dass wir nicht da drauf sind und dass es überhaupt so weit kam, dass
dass es gar nicht geht, dass die Pläne durchkommen. Das hat ja auch mit den Menschen zu tun. Mit all denen, die schon aufgewacht sind. Auch wenn niemand von uns ganz aufgewacht ist. Aber es hat ja trotzdem schon gereicht, dass gewisse Zeitlinien einfach nicht mehr aktuell sind. Und das hat man auch den Menschen zu verdanken, die halt aufgewacht sind. Auch wenn vielleicht viele denken, ja, das ist, was sie denn ändern sollen, dass es ja gar nicht so viel bewirkt, wenn sie aufwachen. Aber es gibt eben doch Dinge, die dadurch geändert werden können. Also Zeitlinien zum Beispiel. Nur wir sehen das physisch halt nicht. Dann ist es weniger auffällig. Aber dass es gewisse Zeitlinien gibt, die sich nicht mehr manifestieren, das hat man schon zu einem großen Teil den Menschen zu verdanken, die aufgewacht sind in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Weil alleine nur mit der Hilfe von der geistigen Welt wäre das ja gar nicht möglich. Weil die retten uns nicht.